unterwegs von Tabernas nach Almería, mein vorerst letzter Tag in Europa. So, ich bin jetzt am Mittelmeer angekommen. Ich habe die Fähre gebucht nach Marokko. Heute Abend oder heute Nacht fährt sie. Und ich habe noch einen guten halben Tag Zeit. Natürlich ein bisschen blöd, immer mit Motorrad und allem Gepäck und Wertsachen. Da kann man nicht so viel tun, vor allen Dingen in einer Stadt. Jetzt bin ich hier gerade am Wasser, ein paar Kilometer außerhalb von Almería. Und ich kann mir die Zeit totschlagen. Ich habe getankt, muss allerdings dann auf der Fähre übernachten. Mal gucken, wie das geht. Ohne Kabine, ohne Bett. Und morgen früh bin ich in Marokko. Jetzt scheint es auf einmal alles so leicht. Das ist der Grund, warum die Gegend hier bei Almería aus dem Weltall wie Schnee bedeckt aussieht. Foliengewächshäuser in Rio. Christo hätte seine Freude dran gehabt. Vielleicht auch seine Inspiration. No te preocupes de eso, tú ahí, tienes que quedarse aquí. Okay. Mete la moto ahí, mete la moto por ahí y se...
ganze Nacht. Das einzige Motorrad hier, wenn noch woanders welche versteckt haben. Das Schiff ist gut gefüllt. Ich denke aber, dass es marokkanische Gastarbeiterfamilien aus Frankreich, Spanien und vielleicht auch aus Belgien sind. Zu 99%. Und hier kaum Touristen auf dem Schiff sind. Jedenfalls habe ich überhaupt keine Deutschen oder auch keine anderen Nationalitäten gesehen. Ja, und wie gesagt, hier das Motorrad, das hier steht, ist das einzige, das ist meins. Der Vorteil ist, dass die Visumsformalität schon hier auf dem Schiff erledigt werden konnte. Ist also schon in meinem Pass drin. Grenzformalitäten habe ich hinter mir. Sehr, sehr lange musste ich auf ein kleines Ausreisekärtchen warten. Es ist Sonntagmorgen, sehr, sehr früh am Morgen. Und es ist mittlerweile hell, aber ich konnte bei einem kleinen Lebensmittelhändler bereits ein paar Euros in Dirham umwechseln. Hier fahre ich hinter einem rennenden SIM-Kartenhändler her, der mir gerade eine lokale Karte verkauft hat, sie aber nicht aktivieren konnte. Nun will er Freunde oder Kumpels um Hilfe bitten, doch auch denen gelingt die Freischaltung nicht. Immer wieder werde ich hingehalten, wird noch dies und das versucht, ohne Erfolg. Ich verlange meine 20 Euro schließlich zurück, worüber ebenfalls lange palavert werden muss. Schließlich bekomme ich mein Geld, soll dann aber zu einer Entschädigung gedrängt werden. Ein paar Euro gebe ich ihm dann noch zu. Okay, bye, have a nice day. Es muss nun erstmal ohne SIM-Karte gehen und ohne die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Sonntags haben die Agenturen natürlich zu. Eigentlich ist alles gut gegangen, auch wenn mich das Einreisekärtchen und der misslungene SIM-Kartenkauf Stunden gekostet haben. Ich bin in Marokko, trotz aller Bedenken und Ängste. Wahnsinn! Ich habe es wieder geschafft, ein Land zu erreichen, das mir so weit und unerreichbar schien. Und das sogar auf dem Motorrad. Die ersten Kamele. Nador habe ich schon verlassen. Ein Hotel hatte ich sicherheitshalber gestern schon gebucht. Der Tank ist voll, sodass ich den ganzen Tag noch Zeit habe, mich mit der Straße und dem Land hier anzufreunden.
Meine ersten Eindrücke aus Marokko. Ein Land mit augenscheinlich viel Armut. Ich bin hier natürlich noch im relativ dicht besiedelten Norden. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 20 Kilometer von der Küste weg. Ja, Städte, in denen offensichtlich nicht viel Geld steckt. Die Marokkaner sind weniger temperamentvoll, als ich gedacht habe. Auch so von der Sprache nicht so ausdrucksstark, wie man es von anderen Arabern kennt. Ja, und es ist warm, sehr warm. Dafür gemacht zum Beispiel, dass überall sehr laut ist. Nicht nur hier in Marokko, auch unterwegs schon, sodass es mit den Tonaufnahmen schwierig ist unterwegs, so ohne Vorbereitung. Immer irgendwelche Autos oder Menschen, die da viel Lärm machen. Die ganze technische Ausrüstung macht mir viel Kopfzerbrechen und Ärger und Frust. Motorrad läuft, erstaunlicherweise. Und jetzt dann zum Schluss auch nochmal eine Kfz-Versicherung abschließen konnte, die ja notwendig ist und auch vorgeschrieben ist. Ich habe mir für morgen ja eine längere Strecke vorgenommen. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass ich das auch hinkriege. Ohne Smartphone kann ich schlecht navigieren. Ich habe ja kein richtiges Kartenmaterial da. Ich kann die Schilder hier schlecht lesen. Und auch sich durchzufragen ist ganz schwierig. Denn mit dem Handy hat der Vorteil, ich kann immer wieder Wörter nachgucken, zumindest auf Französisch, damit ich mit den Leuten kommunizieren kann. Mit Französisch kommunizieren oder mit Englisch, das geht ganz gut. Da findet sich immer einer. Ich bin hier der einzige Gast, der wohl mehr als eine Nacht geblieben ist. Andere kommen und gehen, aber ganz wenige. Man sieht sie hier nicht. Und ich hatte mich eigentlich in so einem Hotel einquartiert, wo ich dachte, hier geht die Luzi ab, auch unter Motorradfahrern, aber gar nichts. Speziell ausländische Motorradfahrer habe ich noch gar nicht gesehen. Aber durch die Pannen bin ich mit ein paar Stellen in Kontakt gekommen und das war auch wieder ganz interessant, so in einer Versicherungsagentur zu sein, im Handyladen zu sein, im Computerladen zu sein oder Lebensmittel zu kaufen. Ich habe schon viel zu viel Zeit für die Anfahrt gebraucht und ich hätte jetzt eigentlich gerne viele Wochen, um in Ruhe immer eine kleine Etappe zu fahren, ein paar Tage zu bleiben. Aber das haut nicht so hin, wie ich mir dachte. Aber deswegen fahre ich jetzt auch morgen erstmal ein Stück Richtung Süden, damit ich so weiter ins Land reinkomme und hoffentlich auch von interessanten Landschaften was mitbekomme. Um es positiv auszudrücken, ich habe noch eine ganze Menge Zeit, noch einen Monat Zeit und mehr. Meine Kameras funktionieren, meine Karre funktioniert. Ich muss nicht in absehbarer Zeit irgendwas reparieren. Ich habe eine neue Maus für meinen Laptop, der läuft. Gesundheitlich kein Problem. Seltsamerweise. Ich komme mit der Hitze relativ gut zurecht. Solange ich mir Zimmer aussuche mit Klimaanlage, funktioniert das auch. Ein anderes Spektakel war diese Tage, dass es in meinem Bad Probleme mit dem Wasser geht. Die Klospülung ging nicht, die Dusche spritzte überall hin, war nicht einzustellen, das Klo war nicht abzustellen, es lief die ganze Zeit, nachher sogar auf dem Boden. Die Türen schließen nicht richtig. Ich habe jetzt das dritte Zimmer.